Servus Freunde! Bald steht die Weihnachtszeit an und im Jahr 2021 gibt es eine wirklich gigantische Palette an ferngesteuerten Autos, egal ob teuer oder günstig. Doch in diesem Video möchte ich mich auf die günstigeren Autos beschränken und euch dabei helfen, welche günstigen Autos sich meiner Meinung nach am besten als Weihnachtsgeschenk lohnen würden, bzw. als Einstieg in das Hobby. Viel Spaß! Vorab sei aber noch gesagt, dass die Platzierungen und Bewertungen der Autos auf meinen subjektiven Einschätzungen und persönlichen Erfahrungen mit den Autos basieren. Außerdem findet ihr zu jedem Auto Links in der Videobeschreibung mit Rabattcodes. Und alle Autos, die ich euch hier zeige, sind ATA, also ihr benötigt nur noch Batterien für die Funke, die ebenfalls in der Verpackung mit dabei ist. Beginnen wir mit Platz 5, dem Mehltoys 104009 Monster Truck, der sich für Einsteiger im Hobby als auch bedingt für Profis eignet. Das Design besticht mit seinem aggressiven Auftreten bzw. Farben, die den Monster Truck im Maßstab 1:12 schön bullig wirken lassen. Es gibt insgesamt 10 LEDs verteilt auf Front und Heck, die überdies sehr hell leuchten und bei der frühen Dunkelheit in dieser Jahreszeit echt ein Segen sind. Am Heck findet sich eine Wheelie-Bar, die genauso wie die meisten anderen Plastikteile am Mehltoys 104001 flexibel ist. Qualitätstechnisch fallen zunächst die goldenen Metallarme auf, welche durchaus hochwertig sind, jedoch in ihrer Funktion eher wenig nützlich sind, denn das Metall gibt die hohe Belastung bei Sprüngen an andere weniger stabile Teile weiter, die weitaus teurer als normale Arme aus Plastik sind. Probleme hatte ich damit bisher aber noch nicht. Womit ich auch keine Probleme hatte, ist der großzügige Einbau von Metall an Verschleißteilen wie dem Differentialritze, den Driveshafts und Differentialen. Dadurch steht einem Brushless-Upgrade eigentlich nicht mehr viel im Weg. In dieser Preisklasse eher ungewöhnlich. Angetrieben wird der Monster Truck von einem 550er Brushed Motor mit Kühlkörper, der allerdings schnell sehr heiß wird. Kauft euch am besten einen geeigneten Lüfter dazu, wenn ihr längere Kühlpausen und mögliche bleibende Schäden am Motor vermeiden wollt. Das gilt übrigens auch für das ESC, welches ebenfalls schnell heiß wird. Mit Lüftern könnt ihr damit aber ziemlich gut gegenwirken. Die Maximalgeschwindigkeit von 39 km/h mit einem Lipo empfinde ich als ausreichend, besonders für Anfänger. Standardmäßig wird leider nur ein Li-Ion 1200 mAh Akku mit leider nur 7 Minuten Fahrzeit mitgeliefert. Natürlich könnt ihr euch aber auch Akkus in passender Größe selber nachkaufen. Dennoch finde ich die Fahrzeit enttäuschend. Das Fahren bereitet sehr viel Spaß, was vor allem an der guten Stabilität des Autos beim Fahren liegt. Zu verdanken ist dies unter anderem den guten Ölstoßdämpfern und der 1:12 Größe, mit der es einfacher ist, durch normalhohes Gras zu fahren. Außerdem arbeitet das Servo sehr gut und ist ausreichend kräftig. Obwohl die Beschleunigung beim Start natürlich nicht an die eines Brushless-Motors heranreichen kann, lässt sich das Auto im Kies trotzdem schön driften und auch gut springen. Zu haben gibt es den Mehltoys 104009 Monster Truck ab ungefähr 140 bzw. 150 €, je nachdem wie viele Batterien ihr haben wollt. Außerdem könnt ihr Geld mit dem Code, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, bei einigen Modellen, die hier in diesem Video vorkommen, sparen. Auf Platz 4 der besten ferngesteuerten Autos zu Weihnachten landet ein sehr kleines, aber wirklich sehr cooles RC-Auto. Wenn nicht sogar eines der kleinsten RC-Autos, die Full Proportional lenken und Gas geben können. Die Maßstabsgröße beträgt nämlich gerade einmal 1:76, was echt enorm klein ist. Sehr cool finde ich übrigens, dass man das Auto an der Fernbedienung nicht nur lagern kann, sondern auch mit dem integrierten USB-C-Port aufladen kann. Man könnte nun meinen, dass dieses Auto nicht gerade viel Spaß zum Fahren machen kann, da man es eben größenbedingt eigentlich nur im Inneren fahren kann. Dem ist aber glücklicherweise nicht so. Denn man kann sich beispielsweise in den eigenen 4 Wänden einen kleinen Parcours aufbauen, wo man dann kleine Rennen veranstalten kann. Besonders in der Zeit, wo es schnell dunkel wird, bzw. Witterungsbedingungen wie Schnee nicht gerade fördernd für den Zustand von ferngesteuerten Autos sind. Außerdem lässt sich das Auto mit der funktionsvielfältigen Funke sehr gut steuern. Ihr könnt dort unter anderem das Licht, welches vorne und hinten ist, bzw. sogar Bremslicht besitzt, und in Leistungsstufen 20, 50 und 100% wählen.
Im 100% Modus hat das Auto wirklich enorm viel Power. Das Fahrverhalten ist sehr agil und der kleine Sportwagen lässt sich super lenken bzw. durch enge Kurven fahren. Auch das Design kann überzeugen, das sehr detailliert und aufwendig gestaltet ist. Falls ihr euch noch mehr für den kleinen Flitzer interessiert, rate ich euch übrigens zu meinem ausführlichen Review hier auf dem Kanal. Der 1:76 Sport Racer kostet ab 68 €, was in Anbetracht des Funktionsumfangs ein gerechter Preis ist. Platz 3 wird vom SG1603 Brushed besetzt. Der SG1603 ist ein kleines 1:16er RC-Auto, welches sich besonders auf Driften mit den glatten Plastikreifen oder mit den grippigen Rallye-Reifen auf leichte Kiesfahrten fokussiert. Designtechnisch ähnelt der SG1603 zwar dem Arma Fraction ein wenig, bietet aber dennoch einen eigenen Charakter. Außerdem bekommt ihr einstellbare Frontleuchten bzw. eine Schlussleuchte am Heck in der Mitte. Generell vermittelt die Karosserie einen hochwertigen und guten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt und alles scheint solide gebaut. Mit den beigelegten Driftreifen lässt sich übrigens wahnsinnig gut, schön und vor allem einfach driften. Und selbst als Driftanfänger solltet ihr mit diesem Auto keine großen Schwierigkeiten haben, schön zu driften. Dazu trägt nicht nur der 380er Brushed Motor mit ausreichend Leistung bei, sondern auch das ESP, welches gegen ungewollte Lenkausstöße sehr gut regelt. Erwähnenswert finde ich auch, dass der Drifter sogar relativ laut ist, was mir sehr gut gefällt. Die Fahrzeit mit dem 1200 mAh Li-Ionen-Akku war bei mir ziemlich gut, denn sie betrug bei mir oft mehr als 20 bzw. 30 Minuten. Das Auto richtet sich besonders an Drift-Einsteiger, aber auch an all die ein richtig gutes Driftauto mit hohem Fahrspaßfaktor zu einem erschwinglichen Preis haben wollen. Ihr könnt das Auto nämlich zum Aufnahmezeitpunkt des Videos für ungefähr 80 € kaufen. Auf Platz 2 landete der erst kürzlich erschienene UDI 1603 Pro. Und eins vorweg, der UDI 1603 Pro ist fast baugleich mit dem SG1603 Brushed von Platz 3. Jedoch bekommt ihr eine andere Karosserie und starke Brushless Elektronik. Doch zunächst zur Karosserie des 1:16ers. Diese ist sehr detailliert und retromäßig gestaltet. Mich erinnert das Design beispielsweise an den Lancia Delta Integrale. An der Front finden sich übrigens zwei Leuchten, die genauso wie die des SG1603 eingestellt werden können. Am Heck findet sich ein relativ großer Diffusor und ein rotes Rückfahrlicht unten in der Mitte. Insgesamt eine wirklich schöne Karosserie. Der Topspeed des Autos beträgt übrigens 35 km/h, wenn man auf kürzeren Strecken fährt bzw. ein paar km/h mehr, wenn ihr viel Platz habt, da das Auto bei hohen Geschwindigkeiten eher schlecht kontrollierbar ist. Erwähnenswert zeigen sich ebenso die dicken Metall-Dogbones hinten und vorne sowie das dicke Metall-Center-Drive-Shaft. Wie schon kurz erwähnt, wird das RC-Auto von einem Brushless-Motor angetrieben. Dieser offeriert 3900 kV, was einerseits mehr Topspeed, aber auf der anderen Seite weniger Drehmoment beim Start aufgrund der relativ hohen kV-Zahl führt. Das Cogging-Problem ist zum Glück aber nicht allzu groß, auch nur bei den Rallye-Reifen vorhanden und hat mich beim Fahren eher wenig gestört. Doch wie ist nun das Fahrverhalten? Durch das Mehr an Leistung und des Brushless-Motors unterscheidet sich das Fahrverhalten des Autos schon deutlich vom schwächeren Brushed. Denn anders als beim Brushed ist es mit den Rallye-Reifen spaßiger bzw. schöner zu driften als mit den harten Plastik-Driftreifen. Mit den Hartplastikreifen ist das Auto meiner Meinung nach zu unkontrollierbar am Drift und dreht sich oft. Jedoch kann ich mir auch gut vorstellen, dass durch viele Übungen dies geändert werden kann. Dafür machen Drifts mit den Rallye-Reifen unglaublich viel Spaß und sogar so viel Spaß, dass ich fast nur mit diesen gedriftet bin. Und das Driften macht sogar mehr Spaß als mit dem SG1603 Brushed. Und das ist auch der Grund, warum dieses Auto auf Platz 2 landet. Denn der Fahrer wird mehr herausgefordert, weshalb das Erfolgserlebnis, zumindest bei mir, höher als beim Brushed ist. Dennoch ist mir aufgefallen, dass der UDI 1603 Pro etwas schwieriger Drifts machen kann als sein Brushed-Bruder, aber auch nur dann, wenn man mit den Rallye-Reifen driftet. Daher empfehle ich dieses Auto eher Fortgeschrittenen oder denen, die gerne herausgefordert werden wollen
oder auch einfach denen, die die enorme Power von diesem Auto spüren wollen. Die Fernbedienung ist top, genauso wie die Akkulaufzeit, die bei mir ungefähr 15 bis 20 Minuten beträgt. Und aktuell ist der UDI 1603 Pro sogar eines meiner Lieblingsautos. Kaufen könnt ihr das Auto ab 116 €, wenn ihr in Deutschland lebt, bzw. 106 € mit dem Rabattcode in der Videobeschreibung. Auf Platz 1 ist der Hiboxing 16889 Brushless. Das wohl aktuell beste günstige RC-Auto, das man mit Geld kaufen kann. Und auch mein absolutes Lieblingsauto nach dem Absima ASB1BL, und ja, es ist nicht der Arma Vortex 3S. Doch fangen wir zunächst mit dem Design an. Das bullige Design des 16889 Brushless wird durch die elastische und gut verarbeitete schwarze Monster Truck Karosserie geprägt. Die Karosserie wirkt durch die vielen farbkräftigen Akzentlinien imposant, auffällig und aggressiv. Außerdem sticht die beinhaltete Wheelie Bar ins Auge, die beim 16889 Brushless echt wichtig ist, denn dieses Auto macht wirklich gerne Wheelies beim Losfahren. Die Spritzwasserfestigkeit konnte mich auch sehr beeindrucken und hat selbst im Schnee exzellent ihr Versprechen gehalten. Leider besitzt der Brushless in der Basis aber nur mäßige Federn, die sich zwar verstellen lassen, aber sonst nicht wirklich mehr können und für mich einer der größten Kritikpunkte am 16889 Brushless sind. Ihr könnt euch aber auch die sehr empfehlenswerten und guten Ölfedern für den 16889 auf Banggood nachkaufen, genauso wie ich es auch getan habe. Insgesamt macht das Design einen überzeugenden Eindruck. Das Fahrverhalten ist genial, wenn auch der Sound leider nicht so laut und präsent ist wie bei größeren Autos. Mit den Metall-Upgrades ist das Auto aber deutlich lauter und klingt auch ziemlich böse. Das Fahrverhalten ist aufgrund des kurzen Radstands zwar ein wenig quirlig, dafür lässt sich das RC-Auto aber sehr einfach wenden und vor allem gut bashen, beziehungsweise es lassen sich einfach damit Stunts durchführen. Beim Fahren des Hiboxing 16889 gefällt mir aber am meisten, dass dieses Auto scheinbar unzerstörbar ist, abgesehen von den Differentialritzeln, die ab und zu kaputt gehen, aber ansonsten bricht wirklich bei diesem Auto rein gar nichts. Kein Arm ist mir gebrochen und auch keine anderen Teile, bis auf die Wheelie Bar auf Eigenverschulden. Und ich bin mit diesem Auto wirklich sehr krass gebasht hochgesprungen und habe wirklich keine Rücksicht darauf genommen, ob das Auto kaputt gehen kann. Aber es hat standgehalten. Und das ist für ein so günstiges RC-Auto echt beeindruckend. Die Brushless Power gibt da noch ihr Übriges, denn das Auto fährt ungefähr 45 km/h und hat auch im Gelände genügend Leistung. Ohne Fernbedienung geht natürlich nichts und auch diese ist beim Hiboxing ziemlich gut. An ihr kann unter anderem die Geschwindigkeit, das Steering Trim und das Throttle Trim eingestellt werden. Sie liegt gut in der Hand und hat eine ausreichend gute Reichweite, wenn auch nicht allzu große. Auch die Akkulaufzeit mit dem 1500 mAh Li-Ionen-Akku ist ziemlich gut, denn so hält der Akku bei mir ungefähr 15 bis 20 Minuten. Fassen wir zusammen, der Hiboxing 16889 Brushless ist ein RC-Auto, das 4WD, gratis LED, eine vernünftige Wheelie Bar, mega viel Spaß zum Fahren macht, spritzwassergeschützt, einen potenten Brushless-Motor mit ausreichend guter Fernbedienung hat und ganz generell gut verarbeitet ist. Und wenn wir schon bei der Sache wären, nennt mir ein Auto für unter 90 €, das so extrem stabil ist und außerdem all diese Attribute in diesem Preisgebiet besitzt.